Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Heute habe ich für dich 60 der wichtigsten Verben auf B1-Niveau vorbereitet. Diese Verben brauchst du wirklich im Alltag, beim Sprechen, Schreiben und Verstehen. Wir werden sie einfach, klar und mit vielen Beispielen durchgehen, damit du sie nicht nur lernst, sondern auch sofort anwenden kannst. Bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn diese Verben sind ein echter Schatz für deinen Wortschatz. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video lernst du alles über das Verb lassen, ein sehr wichtiges und vielseitiges Verb in der deutschen Sprache. Egal ob du sagen willst, ich lasse mein Auto reparieren, lass mich in Ruhe oder die Tür lässt sich nicht öffnen, hier erfährst du, wie das geht. Bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn wir erklären dir die Grammatik, viele Beispiele und häufige Fehler. Alles auf einfache Weise erklärt. 1. Was bedeutet das Verb lassen? Das Verb lassen hat mehrere Bedeutungen im Deutschen. Es kann zulassen, beauftragen, etwas nicht tun oder möglich sein bedeuten. Zweite Konjugation von lassen. Person Präsens Präteritum. Perfekt ich lasse, ließ, habe lassen. Du lässt, ließest, hast lassen. Er, sie, es. Lässt, ließ, hat lassen. Wir lassen, ließen, haben lassen. Ihr lasst, liest, habt lassen. Sie lassen, ließen, haben lassen. 3 Bedeutung 1. Erlaubnis geben. Lassen bedeutet oft, dass man jemandem erlaubt, etwas zu tun. Beispiele: Meine Eltern lassen mich heute ins Kino gehen. Meine Eltern lassen mich heute ins Kino gehen. Satzstruktur: Lassen plus Akkusativ, Person plus Infinitiv. Sie lässt die Kinder eine Stunde fernsehen. Sie lässt die Kinder eine Stunde fernsehen. Er lässt seinen Bart wachsen. Er lässt seinen Bart wachsen. 4. Bedeutung 2. Beauftragen, veranlassen. Man lässt etwas machen, wenn man jemand anderen beauftragt. Beispiele: Ich lasse mein Fahrrad reparieren. Ich lasse mein Fahrrad reparieren. Wir lassen das Haus streichen. Wir lassen das Haus streichen. Ich lasse meinen Laptop reparieren. Ich lasse meinen Laptop reparieren. Satzstruktur: Lassen plus Objekt plus Infinitiv. 5. Bedeutung 3. Etwas nicht tun, aufhören. Lassen kann auch bedeuten, dass man aufhört, etwas zu tun. Beispiele: Lass das Rauchen. Lass das Rauchen. Lass das Rauchen. Hör auf zu rauchen. Ich habe das Trinken gelassen.
Ich habe das Trinken gelassen. 6 Bedeutung 4. Sich lassen plus Infinitiv. Möglichkeit. In dieser Form bedeutet lassen, dass etwas möglich oder erlaubt ist. Beispiele: Die Tür lässt sich nicht öffnen. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Das Problem lässt sich lösen. Das Problem lässt sich lösen. Er lässt sich operieren. Er lässt sich operieren. Ich lasse mich tätowieren. Ich lasse mich tätowieren. Das Verb lassen im Perfekt wird mit dem Hilfsverb haben und dem Partizip 2 gelassen gebildet. Perfekt ist die Zeitform, die benutzt wird, um eine Handlung in der Vergangenheit zu beschreiben, die einen Bezug zur Gegenwart hat. Ich habe es reparieren lassen. Ich habe es reparieren lassen. Hier bedeutet es, dass ich jemandem erlaubt habe, etwas zu reparieren. Er hat sich operieren lassen. Er hat sich operieren lassen. Dies bedeutet, dass er eine Operation von jemand anderem durchführen ließ. Wir haben das Auto waschen lassen. Wir haben das Auto waschen lassen. Das bedeutet, dass wir jemanden gebeten haben, das Auto zu waschen. Wichtige Hinweise: Der Partizip 2 von lassen ist gelassen. In der Perfektform wird immer haben als Hilfsverb verwendet. Lassen bedeutet hier, dass jemand eine Handlung für sich ausführen lässt, also eine Handlung von jemand anderem durchgeführt wird. Der Imperativ mit lassen wird verwendet, wenn man jemanden auffordert, etwas zuzulassen oder zu erlauben, oder wenn man eine Handlung durch jemand anderen ausführen lassen möchte. Lass mich sprechen. Lass mich sprechen. Lasst uns gehen. Lasst uns gehen. Lassen Sie mich erklären. Lassen Sie mich erklären. Besonderheit mit lassen plus Infinitiv. Wenn du im Imperativ ausdrücken möchtest, dass jemand etwas machen lassen soll, verwendest du oft lass mich plus Infinitiv. Lasst uns plus Infinitiv. Lassen Sie mich plus Infinitiv. Beispiel: Lass den Hund rausgehen. 7 häufige Redewendungen mit lassen. Ausdruck. Bedeutung: Lass mich in Ruhe. Geh weg, stör mich nicht. Lass uns gehen. Wir sollten jetzt gehen. Ich lasse dich nicht allein. Ich bleibe bei dir. Er lässt sich nichts sagen. Er akzeptiert keinen Rat. Das lasse ich mir nicht gefallen.
Ich akzeptiere das nicht. Ausdruck. Bedeutung. Lass mich in Ruhe. Geh weg, stör mich nicht. Lass uns gehen. Wir sollten jetzt gehen. Ich lasse dich nicht allein. Ich bleibe bei dir. Er lässt sich nichts sagen. Er akzeptiert keinen Rat. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich akzeptiere das nicht. 8. Vergleich lassen versus zulassen. Lassen, zulassen, umgangssprachlich, flexibel, formell, offiziell. Ich lasse ihn gehen. Die Polizei lässt das nicht zu. Lassen, zulassen, umgangssprachlich, flexibel, formell, offiziell. Ich lasse ihn gehen. Die Polizei lässt das nicht zu. 9 Übungen. Welche Sätze sind korrekt? Ich lasse meinen Bruder kochen. Ich lasse kochen meinen Bruder. Die Tür lässt sich öffnen. Ich lasse mein Handy reparieren. Welche Sätze sind korrekt? Ich lasse meinen Bruder kochen. Ich lasse kochen meinen Bruder. Die Tür lässt sich öffnen. Ich lasse mein Handy reparieren. In diesem Video lernst du den Unterschied zwischen den häufig verwendeten Verben und Ausdrücken wie aufmachen, zumachen, anmachen, ausmachen, öffnen, schließen und deren Formen sein plus Adjektiv wie offen, zu, an, aus. Wir erklären alles mit vielen Beispielen, damit du die Unterschiede leicht verstehst. Teil 1. Aufmachen, zumachen. Aufmachen und zumachen verwendet man meistens bei Alltagsgegenständen wie Türen, Fenster, Schubladen und so weiter. Beispiele: Ich mache das Fenster auf. Ich mache das Fenster auf. Kannst du bitte die Tür zumachen? Kannst du bitte die Tür zumachen? Teil 2. Anmachen, ausmachen. Diese Verben verwendet man für Geräte oder Licht, also alles, was Strom braucht. Beispiele: Ich mache das Licht an. Ich mache das Licht an. Er macht den Fernseher aus. Er macht den Fernseher aus. Teil 3. Auf Sein zu sein. Diese Ausdrücke benutzt man, um den Zustand von etwas zu beschreiben. Beispiele: Die Tür ist auf. Die Tür ist auf. Das Fenster ist zu. Das Fenster ist zu. Teil 4. An Sein, Aussein. Auch hier geht es um den Zustand von Geräten oder Licht. Beispiele: Der Fernseher ist an. Der Fernseher ist an. Das Radio ist aus. Das Radio ist aus. Teil 5. Einschalte, ausschalte. Diese Verben sind etwas formeller und oft in technischen oder beruflichen Situationen benutzt.
Beispiele: Bitte schalten Sie den Computer ein. Bitte schalten Sie den Computer ein. Ich schalte mein Handy aus. Ich schalte mein Handy aus. Teil 6. Öffnen, schließen. Diese Verben sind neutral oder formell. Sie werden zum Beispiel in der Arbeit oder in offiziellen Kontexten verwendet. Beispiele: Der Manager öffnet die Besprechung. Der Manager öffnet die Besprechung. Die Bank schließt um 16 Uhr. Die Bank schließt um 16 Uhr. Teil 7. Geöffnet sein, geschlossen sein. Man beschreibt den Zustand von Orten wie Geschäften oder Restaurants. Beispiele: Das Geschäft ist geöffnet. Das Geschäft ist geöffnet. Die Apotheke ist geschlossen. Die Apotheke ist geschlossen. Tipp: Aufmachen und öffnen sind Synonyme, aber öffnen ist formeller. Gleiches gilt für zumachen und schließen. Wichtige Zusammenfassung: Verb oder Zustand. Bedeutung aufmachen, öffnen, etwas, öffnen, zumachen, schließen etwas, schließen auf sein geöffnet sein, zu sein, geschlossen sein, anmachen, einschalten, Gerät, aktivieren, ausmachen, ausschalten, Gerät deaktivieren, an sein eingeschaltet sein, aus sein ausgeschaltet sein, geöffnet sein Zustand, offen geschlossen sein Zustand, zu. Jetzt kennst du den Unterschied zwischen Aufmachen und Zumachen, Anmachen und Ausmachen, Öffnen und Schließen, sowie Sein-Formen wie auf Sein, Zusein, an Sein und Aussein. Diese Verben sind nicht nur Grammatik, sondern ein wichtiger Teil deines Alltags auf Deutsch. Ob du eine Tür öffnest, das Fenster schließt, das Licht anmachst oder den Fernseher ausschaltest, du brauchst diese Verben jeden Tag. Deshalb ist es wichtig, dass du sie gut verstehst, oft übst und in echten Situationen verwendest. Du kannst auch kleine Dialoge schreiben oder im Alltag bewusst auf diese Verben achten. Je öfter du sie benutzt, desto natürlicher wirst du Deutsch sprechen. Schreib uns in die Kommentare, welche dieser Verben benutzt du am häufigsten? Oder hast du eine eigene Beispielsituation? Teile sie mit uns. Wir freuen uns auf deine Sätze. Heute sprechen wir über 3 sehr ähnliche Verben im Deutschen: wechseln, tauschen und ändern. Sie bedeuten oft etwas Ähnliches, aber sie werden unterschiedlich verwendet, vor allem wenn sie mit Vorsilben wie fair, aus oder kombiniert werden. Wir klären heute alles mit einfachen Erklärungen und vielen Beispielen. 1. Wechseln. Etwas gegen etwas anderes ersetzen mit einer Alternative. Beispiele: Ich muss die Glühbirne wechseln.
Ich muss die Glühbirne wechseln. Wir gehen jetzt ins Café, aber ich wechsle zuerst meine Bluse. Wir gehen jetzt ins Café, aber ich wechsle zuerst meine Bluse. Er hat seinen Arbeitsplatz gewechselt. Er hat seinen Arbeitsplatz gewechselt. Lasst uns das Thema, den Plan, die Zeit wechseln. Lasst uns das Thema, den Plan, die Zeit wechseln. Sie wechselt jeden Monat ihre Frisur. Sie wechselt jeden Monat ihre Frisur. Ich habe den Reifen gewechselt. Ich habe den Reifen gewechselt. Etwas mit jemandem wechseln. Wir haben Telefonnummern getauscht. Wir haben Telefonnummern getauscht. Ich tausche diese Bluse, dieses Bild, diesen Tisch gegen 2 Gummibärchentüten, eine Zimmerpflanze, eine Tafel Schokolade. Ich tausche diese Bluse, dieses Bild, diesen Tisch gegen 2 Gummibärchentüten, eine Zimmerpflanze, eine Tafel Schokolade. Kann ich mit dir den Platz tauschen? Kann ich mit dir den Platz tauschen? Sie tauscht ihr Kleid gegen ein anderes. Sie tauscht ihr Kleid gegen ein anderes. Wir haben Geschenke getauscht. Wir haben Geschenke getauscht. 3 ändern. Etwas verändern, modifizieren. Ich habe meine Meinung geändert. Ich habe meine Meinung geändert. Ich muss meine Anschrift bei den Behörden dringend ändern. Ich muss meine Anschrift bei den Behörden dringend ändern. Der Plan hat sich geändert. Der Plan hat sich geändert. Ich möchte kleine Details in der öffentlichen Rede ändern. Ich möchte kleine Details in der öffentlichen Rede ändern. Er möchte seinen Lebensstil ändern. Er möchte seinen Lebensstil ändern. Wir müssen die Regeln ändern. Wir müssen die Regeln ändern. Luisa ändert häufig ihre Meinung. Luisa ändert häufig ihre Meinung. Verben mit Präfixen. Verwechseln. Etwas mit etwas anderem falsch erkennen. Ich habe die Zwillinge verwechselt. Ich habe die Zwillinge verwechselt. Hallo Sarah, wir haben uns seit langer Zeit nicht gesehen. Wie geht's dir?
Hallo Sarah, wir haben uns seit langer Zeit nicht gesehen. Wie geht's dir? Es tut mir leid, ich bin nicht Sarah. Es tut mir leid, ich bin nicht Sarah. Oh je, wie peinlich. Entschuldigen Sie, ich habe Sie mit meiner Freundin verwechselt. Oh je, wie peinlich. Entschuldigen Sie, ich habe Sie mit meiner Freundin verwechselt. Vertauschen. Als ich im Supermarkt einkaufen war, vertauschten Kunden versehentlich ihren Einkaufswagen mit meinem. Als ich im Supermarkt einkaufen war, vertauschten Kunden versehentlich ihren Einkaufswagen mit meinem. Im Schwimmbad habe ich versehentlich mein Handtuch vertauscht. Im Schwimmbad habe ich versehentlich mein Handtuch vertauscht. Verändern, Etwas komplett oder deutlich ändern. die Stadt hat sich sehr verändert. Die Stadt hat sich sehr verändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich Europa verändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich Europa verändert. Nach der Scheidung hat sich Sophia positiv verändert. Nach der Scheidung hat sich Sophia positiv verändert. Auswechseln. In Stimmung und Benehmen völlig verändert. Etwas, eine Person auswechseln. Weißt du, wie Sabine nach dem Urlaub total ausgewechselt ist? Weißt du, wie Sabine nach dem Urlaub total ausgewechselt ist? Der verletzte Fußballer musste ausgewechselt werden. Der verletzte Fußballer musste ausgewechselt werden. Austauschen. Gegenseitig geben, ersetzten. Die Lehrer tauschen Erfahrungen aus. Die Lehrer tauschen Erfahrungen aus. Ich war beim TÜV und sie sagten mir, dass ich den Auspuff austauschen soll. Ich war beim TÜV und sie sagten mir, dass ich den Auspuff austauschen soll. Die Batterie im Spielzeugauto ist leer und sollte ausgetauscht werden. Die Batterie im Spielzeugauto ist leer und sollte ausgetauscht werden. Umtauschen. Zurückgeben ist nicht dasselbe wie umtauschen. Zurückgeben ist nicht dasselbe wie umtauschen. Ich mag die rote Bluse nicht und ich will sie zurückgeben. Oder in einer anderen Farbe, in einer anderen Größe umtauschen. Ich mag die grüne Bluse nicht mehr und ich tausche sie gegen eine rosafarbene um. Ich mag die grüne Bluse nicht mehr und ich tausche sie gegen eine rosafarbene um. Ich habe einen Becher gekauft und er hat einen Sprung. Ich muss ihn unbedingt innerhalb dieser Woche umtauschen.
Ich habe einen Becher gekauft und er hat einen Sprung. Ich muss ihn unbedingt innerhalb dieser Woche umtauschen. Zusammenfassung. Verb, Bedeutung. Wechseln, ersetzen mit etwas anderem, tauschen mit jemandem, austauschen, ändern, modifizieren, siehe Barsch verändern, verwechseln. Dinge miteinander, verwechseln, verändern, deutlich ändern, austauschen, gegenseitig geben, ersetzen, umtauschen, Produkt zurückgeben und wechseln, vertauschen, zwei Dinge versehentlich falsch zuordnen. Ich hoffe, ihr habt den Unterschied zwischen wechseln, tauschen und ändern jetzt besser verstanden, auch mit den verschiedenen Präfixen. Heute erweitern wir gemeinsam deinen Wortschatz mit dem Verb halten. Wusstest du, dass man durch verschiedene Vorsilben viele neue Bedeutungen erzeugen kann? In diesem Video zeige ich dir 13 wichtige Verben mit halten, die du im Alltag brauchst, mit vielen Beispielen. 1. Abhalten. Jemanden von etwas abhalten, gleich davon abbringen. Beispiele: Was hält dich davon ab, deine Träume zu verfolgen? Was hält dich davon ab, deine Träume zu verfolgen? Er mag gefährlichen Sport und niemand kann ihn abhalten. Er mag gefährlichen Sport und niemand kann ihn abhalten. Ich mag diese Schuhe, aber ich kaufe sie nicht, denn die Farbe hält mich davon ab. Ich mag diese Schuhe, aber ich kaufe sie nicht, denn die Farbe hält mich davon ab. Ich möchte dich nicht vom Lernen abhalten. Ich möchte dich nicht vom Lernen abhalten. 2. Anhalten. Stoppen, zum Stehen bringen. Beispiele: Der Bus hält an der Haltestelle an. Der Bus hält an der Haltestelle an. Der Modetrend von Jogginghosen hält immer noch an. Der Modetrend von Jogginghosen hält immer noch an. Halt an! Da kommt ein Auto. Halt an! Da kommt ein Auto. Wie lange kannst du den Atem unter Wasser anhalten? Wie lange kannst du den Atem unter Wasser anhalten? 3. Aufhalten. Jemanden verzögern oder stoppen. Beispiele: Lass dich nicht aufhalten. Geh einfach weiter. Lass dich nicht aufhalten. Geh einfach weiter. Ich will dich nicht aufhalten, aber ich habe eine Frage. Ich will dich nicht aufhalten, aber ich habe eine Frage. Warum bist du so spät? Was hat dich aufgehalten?
Warum bist du so spät? Was hat dich aufgehalten? Die Klimaerwärmung kann man leider nicht mehr aufhalten. Die Klimaerwärmung kann man leider nicht mehr aufhalten. 4. Aushalten. Etwas Schweres oder Schmerz ertragen. Beispiele: Ich kann die Hitze nicht mehr aushalten. Ich kann die Hitze nicht mehr aushalten. Wie kannst du so viel Stress aushalten? Wie kannst du so viel Stress aushalten? Noch mehr ungeschickte Überraschungen kann ich nicht mehr aushalten. Noch mehr ungeschickte Überraschungen kann ich nicht mehr aushalten. Die Kinder können den Kindersitz im Auto nicht mehr aushalten. Die Kinder können den Kindersitz im Auto nicht mehr aushalten. 5. Behalten. Nicht zurückgeben, bei sich lassen. Beispiele: Du kannst das Buch behalten. Du kannst das Buch behalten. Ich möchte diese Erinnerung für immer behalten. Ich möchte diese Erinnerung für immer behalten. Ich würde gerne den Ring behalten. Ich würde gerne den Ring behalten. Trotz der hitzigen Diskussion hat Max die Nerven behalten. Trotz der hitzigen Diskussion hat Max die Nerven behalten. 6. Durchhalten. Weitermachen trotz Schwierigkeiten. Beispiele: Nur noch ein paar Tage. Halt durch. Nur noch ein paar Tage. Halt durch. Sie hat die ganze Diät durchgehalten. Sie hat die ganze Diät durchgehalten. Als sie ihre erste Arbeitsstelle angetreten hatte, konnte sie die Arbeitsatmosphäre wegen ihrer Kollegen nicht durchhalten. Als sie ihre erste Arbeitsstelle angetreten hatte, konnte sie die Arbeitsatmosphäre wegen ihrer Kollegen nicht durchhalten. Er hat einen schweren Lungenkrebs und niemand weiß, wie lange er durchhalten kann. Er hat einen schweren Lungenkrebs und niemand weiß, wie lange er durchhalten kann. 7. Einhalten. Sich an Regeln oder Termine halten. Bitte halten Sie den Termin ein. Bitte halten Sie den Termin ein.
Er konnte das Versprechen nicht einhalten. Er konnte das Versprechen nicht einhalten. 8. Enthalten. Etwas ist in etwas drin. Diese Schokolade enthält Nüsse. Diese Schokolade enthält Nüsse. Enthält das Produkt Zucker? Enthält das Produkt Zucker? 9. Erhalten. Bekommen. Empfangen. Ich habe eine E-Mail erhalten. Ich habe eine E-Mail erhalten. Sie erhält viel Unterstützung von ihrer Familie. Sie erhält viel Unterstützung von ihrer Familie. Ich habe eben deine Nachricht erhalten. Ich habe eben deine Nachricht erhalten. Wann erhältst du denn deine Prämie? Wann erhältst du denn deine Prämie? 10. Festhalten. Stark halten, nicht loslassen. Halte dich fest. Halte dich fest. Das Kind hält die Hand der Mutter fest. Das Kind hält die Hand der Mutter fest. 11. Nachhalten. Lange andauern oder spürbar bleiben. Die Wirkung des Medikaments hält lange nach. Die Wirkung des Medikaments hält lange nach. Ihr Lächeln hält in meinem Herzen nach. Ihr Lächeln hält in meinem Herzen nach. 12. Sich verhalten. Sich benehmen. Er verhält sich komisch. Er verhält sich komisch. Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten? Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten? Jedes Mal, wenn er seinen Schwarm trifft, verhält er sich so merkwürdig. Jedes Mal, wenn er seinen Schwarm trifft, verhält er sich so merkwürdig. 13. Zurückhalten. Etwas nicht zeigen, zurücklassen. Sie konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Halt dich zurück. Das ist gefährlich. Halt dich zurück.
Das ist gefährlich. Er muss sich etwas zurückhalten, da seine Art zu reden nicht mehr erträglich ist. Er muss sich etwas zurückhalten, da seine Art zu reden nicht mehr erträglich ist. Das war unser Überblick über 13 wichtige Verben mit halten. Hast du ein neues Wort gelernt? Schreibe es in die Kommentare. Im Deutschen verändern Vorsilben, Präfixe, oft die Bedeutung eines Verbs komplett. Das Verb fallen bekommt je nach Vorsilbe neue Bedeutungen. Manche sehr bildlich, manche ganz abstrakt. In diesem Video-Lerntext schauen wir uns 13 der wichtigsten Präfixe zu fallen an, erklären Bedeutung, Grammatik, geben viele Beispiele und zeigen wichtige Redewendungen. Mini-Grammatiküberblick. Trennbar. Präfix wird betont, im Hauptsatz vom Verb getrennt, er fällt morgen aus. Untrennbar. Präfix ist unbetont, bleibt am Verb, er befällt ihn. Hilfsverb im Perfekt, Bewegungs-, Zustandsänderung oft sein. Transitiv, statisch meist haben. 1. Abfallen, trennbar, perfekt mit sein. Bedeutung, sich ablösen, herunterfallen, sinken. Oft bei Blättern, Preisen, Interesse. Beispiele: Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen ab. Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen ab. Der Preis ist um 10 Euro abgefallen. Der Preis ist um 10 Euro abgefallen. Sein Interesse an dem Projekt ist schnell abgefallen. Sein Interesse an dem Projekt ist schnell abgefallen. Der Apfel fällt vom Baum ab. Der Apfel fällt vom Baum ab. 2. Auffallen, trennbar, perfekt mit sein. Bedeutung: ins Auge springen, bemerkt werden, Aufmerksamkeit erregen. Dein rotes Kleid fällt mir sofort auf. Dein rotes Kleid fällt mir sofort auf. Mir ist aufgefallen, dass du nicht mehr Schokolade isst. Machst du eine Diät? Mir ist aufgefallen, dass du nicht mehr Schokolade isst. Machst du eine Diät? Es ist mir aufgefallen, dass er heute sehr still war. Es ist mir aufgefallen, dass er heute sehr still war. Der Fehler im Text ist niemandem aufgefallen. Der Fehler im Text ist niemandem aufgefallen. Sein Talent fiel den Lehrern schon früh auf.
Sein Talent fiel den Lehrern schon früh auf. 3. Ausfallen, trennbar, perfekt mit sein. Bedeutung: nicht stattfinden, nicht funktionieren, aus einer Reihe herausfallen. Der Unterricht fällt heute wegen Krankheit aus. Der Unterricht fällt heute wegen Krankheit aus. Der Strom ist gestern Abend ausgefallen. Der Strom ist gestern Abend ausgefallen. Das Konzert musste leider ausfallen. Das Konzert musste leider ausfallen. Sein Haar fällt immer mehr aus. Sein Haar fällt immer mehr aus. 4. Befallen, untrennbar, perfekt mit haben. Bedeutung: plötzlich angreifen oder erfassen, meist Krankheiten, Gefühle, Katastrophen. Eine schwere Krankheit hat ihn befallen. Eine schwere Krankheit hat ihn befallen. Heutzutage befallen viele Krankheiten unterschiedliche Leute. Heutzutage befallen viele Krankheiten unterschiedliche Leute. Panik befiel die Menschen im Gebäude. Panik befiel die Menschen im Gebäude. Ein Virus hat die Computer im Büro befallen. Ein Virus hat die Computer im Büro befallen. Ein plötzlicher Hunger hat mich befallen. Ein plötzlicher Hunger hat mich befallen. 5. Durchfallen, trennbar, perfekt mit sein. Bedeutung: bei einer Prüfung nicht bestehen, hindurchfallen. Er ist in der Matheprüfung durchgefallen. Er ist in der Matheprüfung durchgefallen. Der Plan ist im Stadtrat durchgefallen. Der Plan ist im Stadtrat durchgefallen. Der Ball ist durch das Loch im Netz durchgefallen. Der Ball ist durch das Loch im Netz durchgefallen. Sie ist bei der Fahrprüfung zweimal durchgefallen. Sie ist bei der Fahrprüfung zweimal durchgefallen. Bist du schon einmal bei einer Prüfung durchgefallen? Bist du schon einmal bei einer Prüfung durchgefallen?
6. Einfallen, trennbar, perfekt mit sein. Bedeutung: plötzlich in den Sinn kommen, angreifen, einmarschieren. Mir ist gerade eine tolle Idee eingefallen. Mir ist gerade eine tolle Idee eingefallen. Entschuldigung, mir fällt dein Name gerade nicht ein. Entschuldigung, mir fällt dein Name gerade nicht ein. Die Armee ist in das Nachbarland eingefallen. Die Armee ist in das Nachbarland eingefallen. Wegen des Unwetters sind viele Häuser, Bäume eingefallen. Wegen des Unwetters sind viele Häuser, Bäume eingefallen. Wenn du einer Herausforderung begegnest, lass dir eine Lösung schnell einfallen. Wenn du einer Herausforderung begegnest, lass dir eine Lösung schnell einfallen. Mir ist inzwischen wieder eingefallen, dass ich gestern die Lieferanten anrufen sollte. Mir ist inzwischen wieder eingefallen, dass ich gestern die Lieferanten anrufen sollte. Sieben. Entfallen, untrennbar, perfekt mit sein. Bedeutung: nicht stattfinden, vergessen werden. Vor Schreck entfiel mir der Becher. Vor Schreck entfiel mir der Becher. Am Anfang entfallen mir ständig die Artikel der deutschen Wörter. Am Anfang entfallen mir ständig die Artikel der deutschen Wörter. Der Unterricht entfällt wegen eines Feiertags. Der Unterricht entfällt wegen eines Feiertags. Der Termin ist mir völlig entfallen. Der Termin ist mir völlig entfallen. 8. Gefallen, untrennbar, perfekt mit haben. Bedeutung: jemanden ansprechen, angenehm sein, Wohlgefallen finden. Das Kleid gefällt mir sehr. Das Kleid gefällt mir sehr. Hat dir der Film gefallen? Hat dir der Film gefallen? Deine Idee gefällt dem Chef. Deine Idee gefällt dem Chef. Mir gefällt, wie du sprichst.
Mir gefällt, wie du sprichst. 9. Herunterfallen, trennbar, perfekt mit sein. Bedeutung: von oben nach unten fallen. Die Tasse ist vom Tisch heruntergefallen. Die Tasse ist vom Tisch heruntergefallen. Pass auf, dass das Buch nicht herunterfällt. Pass auf, dass das Buch nicht herunterfällt. Meine Oma ist von der Leiter heruntergefallen und hat sich schwer am Rücken verletzt. Meine Oma ist von der Leiter heruntergefallen und hat sich schwer am Rücken verletzt. 10. Hinfallen, trennbar, perfekt mit sein. Bedeutung: stürzen, auf den Boden fallen. Das Kind ist auf dem Spielplatz hingefallen. Das Kind ist auf dem Spielplatz hingefallen. Pass auf, dass du nicht hinfällst. Pass auf, dass du nicht hinfällst. Missfallen, untrennbar, perfekt mit haben. Bedeutung: jemandem nicht gefallen, unangenehm oder störend sein. Sein Verhalten missfällt mir sehr. Sein Verhalten missfällt mir sehr. Der Vorschlag missfällt vielen Kollegen. Der Vorschlag missfällt vielen Kollegen. Mir missfällt, wie er mit dir spricht. Mir missfällt, wie er mit dir spricht. Zwölf. Umfallen, trennbar, perfekt mit sein. Bedeutung: zur Seite kippen, nicht mehr stehen bleiben können. Der Radfahrer ist plötzlich umgefallen. Der Radfahrer ist plötzlich umgefallen. Der Stuhl fällt gleich um, pass auf. Der Stuhl fällt gleich um, pass auf. Wenn Tim noch so rund um die Uhr arbeitet, fällt er bestimmt um. Wenn Tim noch so rund um die Uhr arbeitet, fällt er bestimmt um. 13. Verfallen, untrennbar, perfekt mit sein. Bedeutung: verfallen, zerfallen, seine Gültigkeit verlieren. Auch, jemand wird abhängig von etwas. Das alte Haus ist völlig verfallen. Das alte Haus ist völlig verfallen.
Mein Pass ist verfallen. Mein Pass ist verfallen. Als der Chef mich entlassen hat, bin ich in eine ernsthafte Depression verfallen. Als der Chef mich entlassen hat, bin ich in eine ernsthafte Depression verfallen. Er ist dem Glücksspiel verfallen. Er ist dem Glücksspiel verfallen. Das historische Gebäude verfällt immer mehr, und es muss so schnell wie möglich restauriert werden. Das historische Gebäude verfällt immer mehr, und es muss so schnell wie möglich restauriert werden. Merkhilfen, Heuristics. Ab, aus, ein, auf, oft räumliche Richtung, weg, raus, rein, hoch, kippen. Bi, macht oft transitiv, wer Veränderung, Fehlentwicklung. Zer in Teile, miss negativ, über plötzlicher Angriff. Mini-Übung A2, B1. Ergänze das richtige Verb, Form beachten, ausfallen, durchfallen, einfallen, umfallen, gefallen, missfallen. Hallo zusammen. In diesem Video erkläre ich euch den Unterschied zwischen sich ausruhen, sich erholen, sich entspannen und ausspannen. Viele Lernende verwechseln diese Verben, weil sie alle mit Pause machen oder relaxen zu tun haben. Aber die Bedeutungen sind nicht ganz gleich. 1. Sich ausruhen. Sich ausruhen bedeutet: eine kurze Pause machen, zum Beispiel nach der Arbeit, nach dem Sport oder nach einem langen Spaziergang. Es ist etwas Kurzfristiges. Beispiele: Nach der Arbeit ruhe ich mich eine Stunde aus. Nach der Arbeit ruhe ich mich eine Stunde aus. Auf der Arbeit entbrannte eine Diskussion über die Planung eines neuen Projektes. Und am Ende mussten sich alle Mitarbeiter ausruhen, um die Arbeit fortzuführen. Auf der Arbeit entbrannte eine Diskussion über die Planung eines neuen Projektes. Und am Ende mussten sich alle Mitarbeiter ausruhen, um die Arbeit fortzuführen. Setz dich hin und ruh dich ein bisschen aus. Setz dich hin und ruh dich ein bisschen aus. Das Paar hat gestritten und beide wollen sich jetzt ausruhen. Das Paar hat gestritten und beide wollen sich jetzt ausruhen. Er ruht sich nach dem Training auf dem Sofa aus.
Er ruht sich nach dem Training auf dem Sofa aus. Ich habe 4 Stunden lang am Computer gearbeitet. Meine Augen brennen. Ich muss mich ausruhen. Ich habe 4 Stunden lang am Computer gearbeitet. Meine Augen brennen. Ich muss mich ausruhen. Ich muss mich kurz ausruhen, bevor ich weiter lerne. Ich muss mich kurz ausruhen, bevor ich weiter lerne. Nach der Arbeit muss ich mich eine halbe Stunde ausruhen, bevor ich die Kinder von der Schule abhole. Nach der Arbeit muss ich mich eine halbe Stunde ausruhen, bevor ich die Kinder von der Schule abhole. Nach dem langen Spaziergang ruhten wir uns im Park aus. Nach dem langen Spaziergang ruhten wir uns im Park aus. 2. Sich erholen von Plustativ. Sich erholen benutzt man, wenn man nach einer längeren Anstrengung oder nach einer Krankheit wieder gesund oder fit wird. Es dauert länger als sich ausruhen. Sie erholt sich gerade von einer schweren Krankheit. Sie erholt sich gerade von einer schweren Krankheit. Bei meiner Arbeit mache ich häufig Geschäftsreisen und im Urlaub ziehe ich es vor, dass ich mich zu Hause erhole. Bei meiner Arbeit mache ich häufig Geschäftsreisen und im Urlaub ziehe ich es vor, dass ich mich zu Hause erhole. Ich habe mich im Urlaub gut erholt. Ich habe mich im Urlaub gut erholt. Mein Vater hat sich nach der Operation schnell erholt. Mein Vater hat sich nach der Operation schnell erholt. Das Land erholt sich langsam von der Krise. Das Land erholt sich langsam von der Krise. Martha hatte Krebs und sie war 1 Jahr lang unter Chemotherapie und sie wollte wieder zur Arbeit, da sie sich nun gut erholt hat. Martha hatte Krebs und sie war 1 Jahr lang unter Chemotherapie und sie wollte wieder zur Arbeit, da sie sich nun gut erholt hat. Nach der Operation erholt sich der Patient schnell. Nach der Operation erholt sich der Patient schnell. Seine Frau ist schon vor 3 Jahren mit einem anderen Mann durchgebrannt. Und ich glaube, er wird sich nie davon erholen. Seine Frau ist schon vor 3 Jahren mit einem anderen Mann durchgebrannt. Und ich glaube, er wird sich nie davon erholen. 3. Sich entspannen. Sich entspannen bedeutet, sich locker machen, keinen Stress haben, körperlich und mental ruhig werden. Man macht das oft mit Musik, beim Yoga oder am Strand. Am Abend entspanne ich mich mit Musik.
Am Abend entspanne ich mich mit Musik. Lisa wollte sich vom Alltag entspannen und hat eine 60 Minuten Massagesitzung gebucht. Lisa wollte sich vom Alltag entspannen und hat eine 60 Minuten Massagesitzung gebucht. Yoga hilft mir, mich zu entspannen. Yoga hilft mir, mich zu entspannen. Entspann dich, alles wird gut. Entspann dich, alles wird gut. Ein warmes Bad entspannt den Körper. Ein warmes Bad entspannt den Körper. 4. Ausspannen. Ausspannen heißt Abstand vom Alltag nehmen, also einfach mal abschalten und etwas anderes machen. Viele Leute spannen am Wochenende aus. Hinweis: Jemandem den Partner ausspannen heißt etwas anderes. Jemandem den Freund oder die Freundin wegnehmen. Das ist negativ. Am Wochenende will ich einfach ausspannen. Am Wochenende will ich einfach ausspannen. 2 Jons zu arbeiten, in denen ich eine neue Sprache spreche und neue Sachen zu lernen, belastet mich sehr. Ich muss echt mal ausspannen. Zwei Jons zu arbeiten, in denen ich eine neue Sprache spreche und neue Sachen zu lernen, belastet mich sehr. Ich muss echt mal ausspannen. Manchmal brauche ich nur einen Tag zum Ausspannen. Manchmal brauche ich nur einen Tag zum Ausspannen. Wir sind ans Meer gefahren, um auszuspannen. Wir sind ans Meer gefahren, um auszuspannen. Nach der Arbeit spannt er bei einem Spaziergang aus. Nach der Arbeit spannt er bei einem Spaziergang aus. Vergleich. Sich ausruhen. Kurze Pause nach Anstrengung. Sich erholen. Länger gesund oder fit werden. Sich entspannen. Locker und ruhig werden. Keinen Stress haben. Ausspannen. Vom Alltag abschalten. Freie Zeit genießen. Jetzt kennt ihr den Unterschied. Ausruhen, erholen, entspannen und ausspannen. Versucht, diese Verben im Alltag bewusst zu benutzen. So werdet ihr sicherer im Deutsch sprechen. Super, dass du bis zum Ende dabei warst. Jetzt kennst du 60 sehr wichtige B1-Verben, die dir helfen werden, flüssiger und sicherer Deutsch zu sprechen. Vergiss nicht, Übung macht den Meister. Schreib mir gern in die Kommentare, welches Verb für dich neu oder besonders spannend war. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir ein Like, abonniere meinen Kanal und teile das Video mit anderen, die auch Deutsch lernen. Bis zum nächsten Mal und bleib motiviert.